Willkommen zurück zu Max Payne 3, Folge Nummer 10. Wir sind hier immer noch auf dem Weg, ja, über den Dächern in irgendwelchen ranzigen, verwahrlosten Wohnungen. Und wir flüchten gerade vor den Leuten, die dem Mann unterstehen, dessen Sohn wir am Anfang dieses Kapitels, Kapitel 4 spielen wir gerade, getötet haben. Und Passos hilft uns dabei, den haben wir nämlich gerade kennengelernt in der Bar. Und ja, wir sollen hier weiterlaufen. Machen wir. Okay, wir ziehen mal unsere Pistole. Achso, das ist Passos Pistole. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Pistole. Wir haben eine Doppel-Uzi momentan. Und eine AK-47. These chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat in me didn't give a shit. Oh oh. Das sieht nach einer großen Schießerei aus. Erstmal zur AK wechseln. Halt mal, du kommst hier nicht weg. Der ist ja schon down. Erstmal verstecken. Dann eben du. Bam, bam, bam. Verstecken. Slow-mo aus, bitte. Oh, da hat er uns gedownt. Da hinten ist noch einer. Das ist der letzte. Alle down gemaked. I'm fine with the leather. There's plenty here, going begging. This don't show the blood so much. Okay, Stuff only. Whatever. Okay, die Karre, ja, sorry, habe ich jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Das tut mir ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen eigentlich. Also nicht so richtig doll. Irgendwelche Special-Waffen noch? Irgendwas Spannendes? Den Painkiller nehmen wir immer mit. Hinweise auf irgendwas? Nö. Oh, Kacke. Da draußen geht's schon wieder los. Ich komme! Ich sehe allerdings nichts. Wo müssen wir denn hin? Ja, genau. Danke, Passos. Danke, dass du vorgelaufen bist und dann verreckst. Ich komme mit in die Deckung. Kacke. Alter. Der hat mich ein bisschen erschrocken, der Typ. Da hinten ist irgendwas. Okay, irgendeine Explosion haben wir ausgelöst, Alter. Ich krieg gerade überhaupt nicht mit, was hier abgeht. Den habe ich mega gut getroffen. Da unten ist noch einer. Huah, Autsch. Nein, er hat uns erwischt. Der sagt. Einfach downmaken. Oh, das war auch der letzte. Gut. Dead end. But you knew your way around these parts. Let's just get over there. Yeah. Think you need a hand? No, do you? Der Satz relativ vom Anfang des Spiels, also aus dem ersten Kapitel. Let's go, amigo. You like that? Should be a bit quieter in here. Yeah, it's nice. Yeah, I can see why you'd want to leave this place, Max. It's real charming. Isn't it? So look, I got some friends in Queens. We can stay there for a few days. Queens.
job yet, Max? Zack, haben wir den Job angenommen. Am Leben, wenn auch nicht sonderlich gut. Miles up the Tiete River, looking for what we did not know. Max. You listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Krashapre. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana, she was kidnapped by the CS. The guys that crashed that little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know, there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Alright, wir sind also wieder zurück in der Gegenwart. Und zwar im Gebiet der Krashapretos. Auf der Suche nach Fabiana. Die ja entführt ist, immer noch, von diesen Kerlen hier. Ist der böse? Ist ja nicht mal böse. Was haben wir denn für eine Waffe? Wir haben eine, eine geschalldämpfte Waffe, die Licht kann. Okay, falls es dunkel ist. Schallgedämpft sogar, nicht schlecht. Und wo genau müssen wir hin? Ich schätze mal, hier geht's gleich weiter. Hier vielleicht rüber? Er will nicht rüberklettern? Okay, hier also nicht lang. Helikopter untersuchen. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Comando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Alles klar, das ist der Heli, in dem sie entführt wurde. Geil, wir haben eine geschalldämpfte Waffe. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, die werden uns nicht hören. Okay, vielleicht musste ich den Heli untersuchen und kann jetzt hier weiter klettern. Ah ja, jetzt klappt's. Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Max hat offensichtlich sehr gute Laune. A bullet will sometimes work as well as a key. Ah ja, okay. Manchmal kannst du auch mit einer Kugel aus der Waffe die Tür aufschließen. Das werden wir gleich mal testen. Da hängt nämlich ein Vorhängeschloss vor der Tür. Und offensichtlich wollen wir da rein, ohne
zu wissen, was da drin ist. Man kann durchs Fenster so ein bisschen reinspähen, aber so richtig viel tut man da nicht sehen. Also... Die Tür ist offen. I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. So, also langsam werde ich ein bisschen nervös, weil hier keine Gegner, kein gar nichts ist. Da ist auch niemand. Wo? Okay, da geht's weiter. Portal 10. Gate Number 10. So, hier höre ich doch was. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Der Schinkenmann Serrano ist also der böse Entführer von Fabiana. Okay, können wir den... Und go! Die haben wir relativ leise erledigt. A bit out of character for a guy who's only comfortable with a bottle of whiskey or a gun in his hand. So, dann haben wir nochmal eine neue Knarre. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Der andere hatte keine. Macht nichts. Ich würde ja jetzt gerne wissen, was in den Kisten ist. Können wir schwimmen gehen? Naja, nur so minimal. Da ist auf jeden Fall die Map zu Ende. Dann müssen wir wahrscheinlich hier weiter. Und versuchen, unentdeckt zu bleiben. Ich bin mal gespannt, ob uns das gelingt. So, ist da... Da ist niemand? Okay. Hier ist eine Tür. Da müssen wir rein, in diese Tür. Alles klar. Gehen wir ganz langsam. Wir dürfen nicht gehört werden. Okay, ganz langsam die Tür aufschlagen. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein? Vá se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Slow-Mo! Und... Die beiden haben wir erledigt. Und sofort kommen überall ganz viele andere her, natürlich. Ich sehe 3 im Moment. Ich würde gerne ein bisschen weniger da sehen. Jetzt können wir auch Lärm machen. Komm an, ein Stück nach rechts. Hua, ins Knie. Alright, den haben wir erledigt. Just my own imminent cameo.
Revolver. Nee, ich mag die Pistole lieber als die Revolver. Bin ich ein größerer Fan von, muss ich sagen. Aber den Painkiller würde ich trotzdem noch ganz gerne mitnehmen. If only I could have taken something for the humidity. Lösegeldforderung untersuchen. 5 Millionen Dollar. Okay, ja, die haben wir ja schon erfüllt quasi, die Lösegeldforderung. Stabile Kisten. So, sonst ist hier wahrscheinlich nichts. Hier kann man ein bisschen Matrix spielen und die Stützpfeiler kaputt schießen. Eigentlich habe ich doch mal Bock auf einen Doppelrevolver, wenn hier gerade 2 liegen. Nee, ich will einen Revolver. My blood was boiling. I didn't have time to wallow in guilt and misery. Just shoot and move. So, Doppelrevolver. Schön laut. Auf jeden Fall laut. So viel ist mal safe. Und ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter, denn wir sind schon wieder weit über der Zeit. Also beim nächsten Mal machen wir uns auf, Fabiana zu retten. Bis dahin. Tschüss.